Peter! Hä? Was machst du hier? Mach den Stromtank leer! Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Folge auf unserem YouTube-Kanal erwartet euch. Diesmal mit mir, der Christian. Und dem Peter. Ihr bastelt seit Jahren an einer ausgeklügelten HiFi-Anlage und habt das Thema Strom immer wieder vernachlässigt. Dann War das definitiv ein Fehler. Und wie ihr den ausmerzen könnt, dafür haben wir hier den brandneuen Stromtank Alpha stehen. Was das Gerät kann und was euch erwartet, das erfahrt ihr jetzt. Peter, erzähl uns doch mal, warum es bei hochwertigen HiFi-Anlagen wirklich notwendig ist, nicht unbedingt in letzter Instanz an die Stromversorgung zu denken. ist das ganz einfach. Die Geräte, die in Deutschland auf den Markt kommen, werden dafür entwickelt, bei 230 Volt, also Spannung, und 50 Hertz Sinus perfekt zu funktionieren. Quasi die Laborbedingungen, wie sie aus einem perfekten Kraftwerk entstehen würden. Heute ist es aber einfach so, dass in vielen Fällen oder zu vielen Uhrzeiten an der Steckdose in der Wand genau diese Bedingungen eben nicht mehr vorherrschen. Also wir haben zum Beispiel bei Spannungen Schwankungen bis zu 10%. Also es kann mal sein, dass wir 250 Volt aus der Steckdose bekommen oder mal 220. Die Netzfrequenz, diese 50 Hertz, die werden sehr, sehr genau rausgegeben, aber auf dem perfekten Sinus sind immer wieder Einstreuungen und HF-Oberwellen zu beobachten. Das heißt, der Sinus selber sieht nicht mehr perfekt aus. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Klar, also wenn wir jetzt einfach mal in unseren Haushalt schauen, wir haben vielleicht Wechselrichter, Photovoltaik oder der Nachbarn hat das. Wir haben Waschmaschinen, hochfrequente Verbraucher, Wasserkocher, Mikrowelle etc. All das streut quasi diese HF-Störanteile, die dann natürlich auch noch über Funk etc. mit verstärkt werden in unser Netz hinein. Und dafür gibt es Lösungen, Netzfilterleisten. Es gibt natürlich auch richtige Sinusgeneratoren, die wir im Portfolio haben. Und dann gibt es die abschließende Lösung. Da sind wir vor einigen Jahren auf die Firma Stromtank gekommen und neugierig gemacht hat uns deren konsequente Lösung. Und was genau das ist, besprechen wir jetzt. Jawohl. Alle bestehenden Lösungen am Markt begrenzen sich darauf, aktuell den Sinus zu filtern, also die HF-Wellen vom Sinus zu entfernen oder eben die Sinuswelle wieder aufzufüllen, sodass sie wieder rund ist. Und da gibt es fantastische Lösungen am Markt, die wir seit vielen Jahren nutzen und viel Erfahrung damit haben. Aber diese beiden Lösungen haben eins gemeinsam. Sie alle arbeiten nämlich mit dem Strom, der aus der Wand kommt. Das heißt, permanent fließt die Energie aus unserer Wandsteckdose in diese Geräte, die den Strom aufarbeiten. Und genau an dieser Schnittstelle, da setzt der Stromtank ein. Er kappt nämlich das Ganze. Und zwar nicht nur elektrisch, sondern richtig mechanisch. Hier drin sitzen nämlich super viele Eisenphosphat-Akkus. Diese werden geladen vom Netz aus der Wandsteckdose, aber danach, wenn sie voll sind, schaltet der Stromtank Phase und Null weg und wir sind wirklich völlig unabhängig von der Netzversorgung außerhalb. Also wir haben ein lokales, kleines Kraftwerk. Genau. Und das bedeutet für euch, zu jedem Zeitpunkt, wann ihr diese Anlage einschaltet, sie spielt immer in Bestform. Die Firma Stromtank mit Sitz in Berlin wurde vom Mastermind Wolfgang Mielecki gegründet. Wolfgang Mielecki hatten wir vor einigen Monaten auch bei uns im Podcast gehabt. Aus Liebe zur Musik, der HiFi-Podcast, könnt ihr gerne nachhören. Da bekommt ihr noch viele, viele weitere Informationen zu ihm und zu seiner Firma. Und dem geneigten Zuhörer oder Zuschauer wird aufgefallen sein, dass Wolfgang Mielecki auch unter anderem Namensgeber für das Synonym MBL ist. Mielecki Berlin Lautsprecher. So, und das, was wir hier stehen haben, die Firma Stromtank, hat mittlerweile 5 einzelne Produkte auf dem Markt. Angefangen mit dem kleinen S1000 und ja. Genau, der S1000 ist im Prinzip das kleinste Modell. Das Funktionsprinzip ist aber über alle Gerätevarianten gleich. Das heißt, es handelt sich immer um akkubetriebene Netzteile. Der kleinste S1000 ist quasi für hochwertigste Quellgeräte oder kleinere HiFi-Anlagen gedacht. Aber damit meinen wir schon seriöse Ketten. Also wir haben zum Beispiel mehrere Akkuface-Ketten mit S1000 ausgestattet, so 480er, E650er Akkuface-Vollverstärker. Mit Quellgeräten zusammen dann an dem S1000. Damit kann man schon seriös so 5-6 Stunden bei sehr vernünftiger Lautstärke Musik genießen, bevor dann umgeschaltet wird. Das zeigen wir euch gleich noch, wie ihr dann auf den Lademodus schaltet. Aber mal gerade zu den Geräten, also der S1000 ist der kleinste, dann kommt der Quantum S2500er, der steht dort hinten im Regal. Wir haben die Geräte auch immer dauerhaft in der Ausstellung, diese beiden. Dann der 4000er, der 5000er und nun eben
Der Alpha. Hier noch in der Beta-Ausführung sogar, weil das Gerät jetzt gerade im Marktstart ist. Und wir durften uns die letzten Wochen damit ganz intensiv auseinandersetzen und haben mal im Prinzip nach riesigen Anlagen gesucht, Ja, die wir damit kombinieren konnten. Und wir haben auch eine gefunden. Ne? Absolut. Ja. Alle Geräte vereint der Einsatz von Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Das hat den großen Vorteil, dass wir wirklich jede Menge Ladezyklen durchführen können, bevor die Batterie tatsächlich ein wenig an Lebenskraft verliert. Geht allerdings einher mit einem ordentlichen Gewicht. Das ist kein Netzteil, was irgendwie vorne hochgeht, wenn ihr hinten ein dickes Stromkabel einsteckt. Nein, also hier gehen wir fast auf 125 Kilo, die hier stehen. Das Ganze wird kombiniert mit einem eigenen Batteriemanagementsystem. Ja. Dieses Batteriemanagementsystem ist dafür da, dass die Ladung und natürlich die Entladung von allen Zellen gleichmäßig fungiert und somit natürlich auch die Alterung der ganzen Zellen gleichmäßig erfolgt. Ganz wichtig, ja. Weil die ganzen Akkus sitzen in Reihe und wenn einer von diesen Akkus schwächeln würde, dann leidet die Dynamik in so einem System. Und genau deswegen ist das ein ganz hochwertiges Batteriemanagementsystem, was ursprünglich mit dem Fraunhofer-Institut aus Nürnberg entwickelt wurde und jetzt hier im Alpha eben mit der jüngsten Generation zum Einsatz kommt. Genau. Hinter den Akkus sitzen dann speziell entwickelte Wechselrichter. Im Alpha hier sitzt ein ganz neues Modell drin, den Stromtank gemeinsam mit einem Schweizer Partner entwickelt hat. Und die Besonderheit und auch das größte Augenmerk bei dieser Entwicklung ist neben der technischen Leistungsbereitschaft natürlich einfach, dass die Lautstärke dieser Wechselrichter unheimlich niedrig ist. Und also du hörst einen Stromtank nicht und wenn ich bei mir in den Keller gehe, dann ist es so lustig, ne? Also bei mir im Keller alleine Wechselrichter neben den Akkus, der macht die ganze Zeit so, da könnte der Sound aus meiner HiFi-Lage so gut sein, wie er will, aber das bringt mir da nichts, wenn die so laut werden. Er ist leise. Nein, er ist nicht leise, er ist still. Er ist still, genau. Nicht zu hören. Außerdem vereint alle Geräte die Bedienung. Schauen wir uns die mal gerade vorne an. Genau. Es gibt zwei Modi beim Stromtank, die mir über eine LED angezeigt werden. Fangen wir mal vorne an. Das Gerät ist jetzt im blauen Modus. Blau bedeutet, das Ganze lädt jetzt auf. Das heißt, wir bekommen Energie aus der Steckdose in die Akkus geliefert. Unsere Ampereanzeige zeigt dann den Ladestrom. Und wenn Peter jetzt nochmal auf die Taste drückt, dann hören wir einmal das Klacken. Das heißt, das Gerät trennt jetzt vom Netz. Die Endgeräte, die angeschlossen werden, werden komplett über den Akku bedient. Diese Umschaltung erfolgt unter 15 Millisekunden. Das heißt, die Geräte, die da angeschlossen sind, bekommen gar nicht mit, dass sich da jetzt was verändert. Die Musik wird einfach weitergegeben und weitergespielt. Was ganz spannend ist, wir sehen natürlich jetzt hier, weil wir aktuell keine Musik spielen, natürlich keine Veränderung im Amperemeter. Das bedeutet, wenn natürlich jetzt ein richtiger Paukenschlag kommt, dann würde sich hier auch die Leistung, die aufgenommen wird, über den Amperemeter angezeigt verändern. Hier auf der linken Seite bzw. rechten Seite haben wir noch eine Dimmung für die grüne Anzeige. Können wir also auch ausschalten, wenn wir das möchten. Und ganz unten haben wir eine Ladestandsanzeige sowie eine Info-LED rot, dass uns die Erde fehlt, falls wir den Stecker ziehen und keine Verbindung zum Netz haben. Genau, so sieht das Ganze aus. Danke. Was genau macht denn jetzt den Alpha zum neuen Flaggschiff in der Stromtank-Kategorie oder in der Modellreihe? Vor allen Dingen natürlich, wie besprochen, die Ausgangsleistung. Also im Vergleich zum bisher größten Modell, dem High Power, schaffen wir jetzt eine dauerhafte Voltampere-Ausgabe von 2500, also VA. Das ist im Verhältnis zum High Power 1000 mehr. Also wir konnten vorher 1500 zur Verfügung stellen, jetzt haben wir 2,5. Das ist also, gut, wie die Werte schon sagen, es ist für sehr, sehr, sehr große Ketten gedacht. Aber wir können nun eben sehr, sehr große Ketten betreiben. Und zwar auch viele Ketten, wo wir vorher 2 High Powers für gebraucht hätten. Also sehr spannend. Was ich persönlich sehr cool finde, dass er zum ersten Mal in der Stromtankgeschichte jetzt in 2 Gehäusen kommt. Das heißt, wir können sie nicht nur stapeln, sondern wir könnten sie einerseits auch nebeneinander stellen. Denn der High Power ist auch ein sehr hohes Gerät. Also ist in Summe etwa so hoch wie jetzt die beiden zusammen. Aber wenn man jetzt zu Hause ein Lowboard hat oder wie hier im Hintergrund Creative Möbel, man möchte das Ganze im HiFi-Rack platzieren, ist es sicherlich spannender, das Ganze zu trennen. Und wir können damit einhergehend auch weitere Akkupacks kombinieren, um die 5 Kilowattstunden, die wir jetzt hier schon zur Verfügung haben, nochmals zu erweitern. Wird sicherlich selten gebraucht, aber in großen Heimkinos zum Beispiel durchaus vorstellbar, denn dort reden wir ja dann doch von teilweise langen Spielfilmlängen und dann soll ja zwischendurch nicht die Leistung nachlassen.
Allerdings darf man sich mal vorstellen, also wenn eine Anlage dauerhaft 1000 Watt zieht, Reicht es immer noch für 5 Stunden? reicht es immer noch für 5 Stunden. So. Ist schon, also Es sollte- du musst halt alle immer die Kirche im Dorf lassen. Jetzt schauen wir uns mal zusammen die Rückseite an. Genau. Bei allen Stromtanks bekommt ihr einen Schlüssel dazu. Dieser passt in das vorgesehene Schloss und damit kann ich quasi die ganze Maschine starten. Daneben finden wir den Einschalter. Piep. Jetzt sind wir aktiv. Unten drunter ein 1019-Stecker. Mit diesem Stecker und entsprechendem Verbindungskabel kommt die Energie aus eurer Wandsteckdose in das Gerät. Hier oben gibt es eine Servicebuchse. Jetzt kommen wir zu den beiden Outlets. Hier neben befindet sich ein Sicherungsautomat. Den kann ich einschalten, damit gebe ich das Ganze frei. In der Serienfertigung wird es 2 Stück davon geben, also sprich für jedes Outlet 1. So, und dann haben wir die Verbindungskabel beim Peter, beziehungsweise hier oben noch eine interessante Schnittstelle. Ja, hier sehen wir Trigger 12 Volt. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel mehrere Stromtanks in einer HiFi-Kette hätten, dann müssten wir nur den ersten einschalten und der steuert dann über diese Triggerspannung die anderen mit an. Dann gehen sie mit an und mit aus. Aber hier unten seht ihr ganz auffällig ein dickes rotes, ein dickes schwarzes Kabel. Das sind natürlich die Kabel, über die dann die B- und Entladung der Akkus erfolgt. Und ein Steuerkabel, was unten ein Relais freigibt. Wenn oben der Rechner gestartet ist, dann kann unten das Batteriemanagementsystem mit der Arbeit loslegen. Gut, hier nochmal eine Servicebuchse dazu. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, ich habe jetzt hier nur 2 Steckdosen an einem solch großen Gerät, dann gibt es dafür eine Lösung von der Firma Stromtank, denn die Firma Stromtank baut auch 2 verschiedene Leisten. Eine davon Eine davon, haben wir schon hier liegen. hol sie mal. Auch die lässt sich. Sackschwere Leiste. Und sie heißt SEQ Power 5. Das ist jetzt die große Version. SEQ steht für sequenziell. Genau, sequenziell hinter dem Begriff bedeutet es eine Sache, die ich ehrlich gesagt auf dem Markt noch gar nicht so gesehen habe. Und zwar, man kann sich vorstellen, wir haben mehrere Geräte, gerade HiFi-Geräte, die einen hohen Einschaltstrom ziehen. Und sobald der gezogen wird, kann es sein, dass ein Sicherungsautomat auslöst. Und durch einen sequenziellen Einschaltmechanismus, den wir hier haben, wird jedes Gerät mit einer definierten Zeitdauer dazwischen einfach nach Gang eingeschaltet. Und das ist natürlich hervorragend. Außerdem, das seht ihr hier dran, die grüne Umrandung dieser Steckdose bedeutet, dass der SEQ hier auch einen DDS-Filter integriert hat. Das ist eine Funktion, die dafür sorgt, dass diese Steckdose einen Saugkreis integriert hat, der Oberwellen eines Schaltnetzteils, eines Digitalnetzteils nicht an andere Teilnehmer weitergibt. Also wenn man zum Beispiel ein digitales Gerät in der Kette hat, also ein Streamer etc. mit Schaltnetzteilen, dann gibt es immer eine Wechselwirkung der einzelnen Teilnehmer. Und um das zu verhindern, würde ich hier jetzt die Digitalsektion anschließen und hier die anderen Geräte. Und somit kann ich dann auch in Summe schon mal 6 Teilnehmer anschließen. Das sollte dann in den meisten Fällen wohl reichen. Was noch zu sagen ist, es ist innen drin eine sternförmige Verkabelung. Also von den restlichen Outlets, die wir hier haben, ist es wirklich egal, wo wir etwas einstecken. Gibt jetzt also nicht die Notwendigkeit, zum Beispiel High-Current-Geräte, sprich Endstufen oder sonst irgendwas, näher an den entsprechenden Eingang zu setzen, sondern es ist vollkommen egal. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, was man zu dem Klang dieses Gerätes sagen kann, weil so wirklich klingen tut er ja nicht, ne Peter? Ja, der Trick ist ja eher, jetzt klingt die Musik nach der Musik, die aufgenommen wurde und sie klingt eben nicht mehr nach irgendwelchen Problemen. Das Thema ist natürlich, jetzt hört man schon seit 15 Jahren zu Hause Musik und man kann zu Hause sehr gut Musik hören. Einigen fällt dann von alleine vielleicht auf, dass man zu einigen Uhrzeiten, zu einigen Tagen besser Musik hören kann. Vielleicht habt ihr das alle schon mal erlebt, dass man so den Moment vor der Anlage hatte, wo man dachte, so schön habe ich es noch nie empfunden. Oder warum habe ich es noch nie so schön empfunden? So, genau, das geht ja mit der Frage einher, warum habe ich es noch nie so schön empfunden? Und genau das ist die Antwort. Also wir können nun die Anlage auf dem Niveau hören, für das sie gebaut wurde. Und das Schöne ist, das muss man einfach mal sagen, so eine Stromlösung vom Kleinen bis zum Großen sorgt dafür, dass jede eurer Komponenten auf das Niveau gehoben wird oder auf das Fundament gesetzt wird, auf dem es erdacht wurde. Und das bringt einfach ein Gesamtkonzept also zum Leuchten. Also wenn ich sage immer, wenn ich einen CD-Spieler tausche, dann tausche ich die Quelle. Und das ist auch toll und das steht für sich. Aber hiermit verbessere ich natürlich alle Komponenten der Kette.
Und das ist ein großer Mehrwert, auch für uns im Laden, ne? Weil wir einfach seriös vergleichen können mit unseren Kunden, verschiedene Ketten, zu jeder Uhrzeit, immer auf einem gleichbleibenden Niveau. Ja, absolut. Da ist natürlich die Frage, wofür brauche ich 5 Kilowattstunden, wofür brauche ich einen gigantischen Wechselrichter? Und das hatten wir am Anfang des Videos ja schon mal angesagt. Wir waren natürlich auf der Suche nach einer Anlage, die das fordert. Ja, und wir sind hier mit der großen MBL-Kette im Hintergrund dann wirklich genau dahin gekommen, dass wir gesagt haben, wir können mit dieser Anlage, mit einem gigantischen Dynamikumfang, mit einer brachialen Lautstärke über einen unglaublich langen Zeitraum Musik hören. So, und dafür braucht man dann einfach diese gigantische Leistungsreserve, die uns der Alpha zur Verfügung stellt. Ihr merkt also, es gibt für jede Kette einen Stromtank. Genau. Und natürlich ist es selten nötig, den größten zu nehmen. Wenn ihr dabei Rat braucht oder das Ganze mal erleben möchtet, dann kommt gerne zu uns nach Koblenz. Wir haben die Geräte dauerhaft in der Ausstellung und wir können natürlich auch bei Bedarf zu euch nach Hause kommen und dort probieren gemeinsam. Genau. Es gibt die auch in etwas, sage ich mal, wohnzimmertauglicheren Farben, also in Schwarz, in Silber, und in allen, die ihr wollt, Wunschfarben auch, genau. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr einmal hier klickt, ein Abo dalasst und den eben angesprochenen YouTube-Podcast vielleicht auch mal hört. Aus Liebe zur Musik, der HiFi-Podcast. Genau. Wir wünschen viel Spaß beim Musik hören und Macht's bis gut. bald. Ciao, ciao. Tschüss. Schmitz Hi-Fi. Aus Liebe zur Musik.